Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute Morgen hier in Hamburg in unserem Laden zu einem neuen YouTube-Video. Ihr könnt ja sehen, wir haben ja hier wirklich sämtliche Generationen von spannenden Autos stehen, aber das soll es heute nicht sein. Wir haben nämlich da vorne einen Isogriffo vorm Laden stehen, den wir gerade neu bekommen haben. Und zwar einen Isogriffo 365 GL von Bertone gemacht. Ein wunderschönes Auto. Schaut mal, da vorne steht er, da gehen wir jetzt raus mit euch. Das Auto ist in Anthrazit Metallic, das ist die Originalfarbe. Die hieß Grigio Metallic. Das ist wirklich einer der spannendsten Sportwagen, die es überhaupt gegeben hat in den 60er Jahren. Der Wagen ist 10 Jahre gebaut worden, also von 1964 bis 1974 gab es in verschiedenen Modellvarianten. Unser ist ein 365 GL. Das Tolle daran, das Spannende, es ist ein Vorserienauto, ein Prototypo. Und er ist damals original ausgeliefert worden bei Autobäcker in Düsseldorf. Und das Schöne an dem Wagen ist, man kann seitdem sehen, nachvollziehen, wem das Auto eigentlich immer gehört hat. Wir haben so eine dicke Akte zu dem Auto. Es ist alles dokumentiert. Das Auto hat zahlreiche Gutachten. In den Gutachten ist festgehalten, dass er sich im Zustand 2 Plus befindet. Sagen wir mal, das ist eine gute 2, eine glatte 2, aber ein richtig tolles Auto. Und so wie er sich hier zeigt, ist er seinerzeit auch gebaut worden. Er hat so graues Leder und außen Anthrazit Metallic, also finde ich, sieht richtig klasse aus. Hat hier vorne, das könnt ihr sehen an den kleinen Logos, eine Bertone-Karosserie. BMW Bertone sagt euch ja bestimmt was, ist ein italienischer Designer gewesen von Giugiaro, der hat das damals designt. Ganz tolles Designmerkmal war dieses Fließheck, was es hier hinten gab, mit dieser tollen Panoramascheibe. Also ein Isogriffo ist ein Auto, was man immer sofort erkennen kann durch seine tollen Doppellampen vorne. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Sieht das Auto aus wie so eine Katze, was auf der Straße liegt. Und hier vorne auf der Haube ISO, das ISO-Zeichen von Milano. Also gebaut hat das Auto damals die Firma ISO Rivolta zusammen mit dem Herrn Bizzarini. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Er war früherer Ferrari-Mitarbeiter, ist aber dann da im Unfrieden ausgeschieden. Und dabei rausgekommen ist dann bei ihrer Zusammenarbeit so ein Wagen. Und das Spannende an dem Isogriffo, er hat einen Chevy-Motor von der Corvette, also ein amerikanischer 8-Zylinder, donnert da drunter mit ungefähr 330 PS. Und damit ist der Wagen ca. 260 Stundenkilometer schnell gewesen. Ja, und wie so ein Auto fährt und wie sich sowas anfühlt und fast, das machen wir jetzt. Jetzt fahren wir einfach mal los. Also, auf geht's. Ja, man hört schon diesen tollen Sound der amerikanischen Chevy-Maschine. Wie gesagt, 330 PS ist eine ganze Menge. 8 Zylinder. Aber man sitzt ja hier, also das ist wirklich der klassische GT der 60er Jahre für Herrenfahrer. Ja, total elegantes Auto. Wenn man sich hier das Armaturenbrett anschaut, edelste Hölzer, toll restauriert bei dem Wagen, so gehört es auch. Hier Holzlenkrad, da haben wir von ISO das Logo, hier vorne direkt in der Narbe des Lenkrads. Hier ist der Tachometer, geht bis 320 Stundenkilometer, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber 260 ist er tatsächlich gelaufen. Hier vorne Öltemperatur, hier vorne Benziner, das ist natürlich alles auf Italienisch, ist ja auch ein rassiger, klassischer italienischer Supersportwagen gewesen. Ja, hier vorne Wassertemperatur und da Ladeleistung von der Batterie und die Uhr. Machen wir das mal zu, ist ein bisschen windig. Gab ja früher die schönen Quartetts und wenn man in seinem Satz von Karten auf der Hand einen Isogriffo hatte, da wusste man, man hat gewonnen, man sticht den anderen aus, weil das einfach immer die besten Daten hatte. Also 5,5 Liter Hubraum, 330 PS. Von 0 bis 100 in 8 Sekunden, das war damals mit einem Vierganggetriebe eine ganze Menge. Das ist übrigens hier der Schaltknauf hier vorne. Ganz edel alles gemacht, sehr, sehr schick, italienisch schick. Wollen wir hoffen, dass wir hier heute fahren können ohne Stau. Ja, das Auto ist 10 Jahre lang gebaut worden und in diesen 10 Jahren gab es noch 412 Exemplare. Wir haben vorhin eine Liste in der Akte gefunden. Da hat man sehen können, dass jedes 4. oder 5. Auto als verschrottet gilt. Das heißt, das Auto gibt es gar nicht mehr. Und wenn nur 400 gebaut wurden und ich sage mal 100 Autos existieren gar nicht mehr, dann kann man davon ausgehen, dass es nur ca. 300 Isogriffos überhaupt noch gibt auf der Welt.
Und dadurch ist so ein Auto natürlich sehr, sehr wertvoll, weil der ist einfach ein absoluter Klassiker der 60er Jahre. War damals was für Superreiche, wie gesagt, ein Gran Turismo für Herrenfahrer. Und das kann man hier wirklich sagen. Also vermittelt einem ein tolles Gefühl. Wie er am Gas hängt, ist erheblich. Man merkt, dass der richtig Druck hat. Die 8-Zylinder-Maschine von der Corvette, die hat ja bekanntermaßen Dampf und ist auch ein verhältnismäßig einfach zu reparierender Motor. Der ist ja sehr, sehr häufig produziert worden in den USA. Also was man da gemacht hat, war gut. Ansonsten hier der Rahmen, die Karosserie, ist alles höchstwertig gearbeitet bei so einem Auto. Sehr, sehr aufwendig auch gemacht. Er hat auch ein hervorragendes Fahrwerk. Das muss er auch haben, wenn er über 250 Stundenkilometer schnell war. Ja, also fahren tut er toll, Bremsen auch gut. Er hat ja 4 Scheibenbremsen. Autos gab es in Speichenausführung oder aber Aluminiumausführung. Die haben wir, also wir haben die Alufelgen auf dem Wagen. In Rosenheim haben wir noch einen zweiten Griff und eine hellblau Metallic, auch perfekt restauriert. Der hat dann die Speichenräder. Also wem das eine gefällt, dem besser als andere das. Das kommt jetzt ganz drauf an. Was ich sehr schick finde, ist hier die Farbkonstellation. Dieses Grau Metallic innen mit dem Hellgrau ist sehr, sehr edel abgestimmt aufeinander. Ja, das Gefühl in dem Auto ist toll, wenn man hier fährt. Ne? Also er liegt sehr gut auf der Straße, das fällt mir auf. Dadurch, dass er eine Servolenkung hat, ist er relativ leicht zu lenken. Man hat aber kein schwammiges Gefühl. Ist ja öfter mal der Fall, so bei 60er Jahre Servolenkungen. Die waren problematisch, also er läuft gut. Und er hat auch sofort Leistung. Also ihr wisst ja, wir sind hier in der Innenstadt von Hamburg. Da können wir leider nicht so schnell fahren, was ein bisschen schade ist. Wir haben übrigens so eine Akte bei dem Auto, wo alles dokumentiert ist, also einmal sämtlichst über Gutachten und dann aber eben auch darüber, dass der Wagen wirklich komplett restauriert ist. Das heißt, die Restaurierung ist fotodokumentiert. Restaurierung hat 8 Jahre lang gedauert, also wenn man so ein Auto auseinanderbaut und ihn gut macht, das ist ein Haufen Arbeit, das kostet sehr, sehr viel Geld, das liegt also hoch im 6-stelligen Bereich und man kann das hier auf Fotos sehen, dass das sehr, sehr gut gemacht wurde. Und wir haben also jetzt, wir sind mal rumgegangen, also irgendwelche Schäden oder Mängel zumindest im Moment augenscheinlich nicht entdeckt. Gutachten ist höchstens ein Jahr alt, das letzte hat auch dem Auto einen guten Zustand bescheinigt. Ja, schöner Wagen, also wirklich. Wenn man denkt, dass es davon heute nur noch 300 Autos gibt, das ist natürlich gar nichts. Also ein sehr, sehr seltenes Stück und die Nachfrage nach Isogriffo ist anhaltend hoch. Und auf Auktionen werden auch weltweit sehr, sehr gute Preise erzielt. Also das ist ein Auto für den internationalen Markt, jetzt weniger für den deutschen Markt. Und die wir hatten, haben wir immer gut weitergebracht. Auto Becker war ja in den 60er Jahren der größte Autohändler in Deutschland. Der Wagen ist in Düsseldorf über Auto Becker ausgeliefert worden. Ist alles dokumentiert. Ja, es war natürlich, wenn man das in den 60er Jahren gefahren hat, da fuhr man in Deutschland Mercedes 220 S oder VW Käfer oder ein Ford Taunus oder irgendwie sowas. Aber natürlich kein Isogriffo. Na, der brüllt gut los. Also toll. Der fährt sich auch sehr, sehr modern. Das Auto fühlt sich sehr modern an. Also auf 60er Jahre würde ich nicht kommen. Ich würde eher sagen Ende 70er Jahre. War seiner Zeit voraus und man sitzt auch durch diese tollen umlaufenden Fenster hier. Hat man einen sehr, sehr guten Rundumblick. Man sieht auch vorne die links und rechts die Kanten der Kotflügel. Auto ist sehr, sehr überschaubar. Und was natürlich klasse ist, ist die große Heckscheibe. Ja, toller Wagen. Wirklich ein tolles Auto, ist sehr, sehr individuell. Italienisches Schick, sieht man ganz einfach. Toll gemacht, auch hier mit der Doppelnaht. Also alles sehr, sehr schön gemacht. Das ist ja alles aus Leder hier vorne. Also vom Design her ein großer Wurf. Auch hier das Türdesign. Schaut euch das mal an, wie schön das alles abgestickt ist hier. Sieht klasse aus, schöne Haltegriffe. Da liegen übrigens die Arme gut drauf. Also es gibt viele Autos heute, da hängt man so umher im Cockpit, hier nicht. Das ist für den Menschen, der das Auto fährt, für den Fahrer super gestaltet worden. Man kann also, wenn man lenkt, hier den Arm ablegen. Man sitzt sehr, sehr gemütlich in dem Auto. Das ist das, was auffällt.
Isogriffo aus dem Baujahr 1965, echte Design-Ikone, wunderschöner Wagen. Schaut euch das mal an, also das ist wirklich absolut fantastisch, gefällt mir total. Schaut euch mal diese langgezogene, flachgezogene Schnauze an von dem Auto. Hier mit der Hutze in der Mitte, also klassisch designt. Hier vorne, daran erkennt man auch Italiener, die haben immer rechts dieses kleine gelbe Licht. Hier vorne die doppellangen Lampen, die charakteristisch sind für den Isogriffo. Dann dieser tolle Grill, also dieses Gesicht. Wer das sieht, der weiß sofort, das ist ein Isogriffo und vermutlich gibt es heute ca. nur noch 300 Fahrzeuge davon. Hier vorne ist das Logo von Isogriffo Mailand. Ja, halt eine echte Design-Ikone. Und wenn so ein Wagen auf Auktionen aufgerufen wird, die erzielen immer tolle Preise, sind mittlerweile gehandelt um 500, 550.000. Es gab ja auch in 7 Liter, nur ganz wenige, die gehen heute über 600.000 Euro. Und dieser Transiant, also man darf nicht ganz vergessen, die Autos waren ja Jahrzehnte so ein bisschen im Schattendesign. Das hat sich, Schattendesign, Quatsch, ein Schattendasein haben sie geführt. Das hat sich jetzt vollkommen geändert. Übrigens auch klasse hier die Luftauslässe hier für die Belüftung, das ist klasse gelöst. Also vom Designtechnischen her ein wunderschöner Wagen, total elegant, zeitlos schön und man kann ihn sofort immer wieder erkennen. Er hat übrigens hier Zentralverschlüsse, könnt ihr hier vorne sehen. Das sind die von mir erwähnten Aluminiumfelgen. Oh. Jetzt schauen wir mal drunter, wie 8-Zylinder aussehen. Könnt ihr erkennen hier vorne. Auf dem Deckel Corvette, wie gesagt, ist in der amerikanischen Corvette eingebaut gewesen, passt da rein, ist ein sehr, sehr großer Motorraum. Wir haben sehr viel Platz dafür und auch innen sieht man, Auto ist restauriert worden, das ist gut gemacht worden, Elektrik ist gemacht worden, ist alles, wie gesagt, fotodokumentiert. Es gibt ganz, ganz viele Rechnungen dazu. Zustand ist wirklich vernünftig. Ja, tolles Auto, ein wunderschöner Wagen, ein Gran Turismo der großen Ära, der Supersportwagen der 60er Jahre. Wie gesagt, von 1964 bis 1974 gab es den nur 10 Jahre. 412 haben sie damals gebaut. Das ist einer von 300 und es ist ein Prototyp. Es ist einer der ersten 10 überhaupt, die gebaut wurden. Ende 1965 und 66 ist er dann zugelassen worden über Auto Becker hier in Deutschland. Oh, geht toll nach vorne, laufen tut er gut. Er bremst auch übrigens schön, man merkt die modernen Scheibenbremsen. Also Kraft hat das Auto richtig. Und auch auf der Autobahn, ich glaube, dass der ganz locker 200 macht. Und ich muss sagen, das Auto liegt einem gut in der Hand. Ich fühle mich sicher in dem Auto. Habe ich längst nicht bei allen Probefahrten. Das ist ein schöner Wagen, toll gemachtes Fahrwerk. Also ich sage mal, auch technisch für 60er Jahre war das Auto ziemlich weit vorne. Der bubbert schön, hat einen tollen Sound, der amerikanischen 8-Zylinder. Das amerikanische 8-Zylinder Blubbern von der Corvette ist euch ja bekannt, aber eine Corvette ist jetzt nicht so mein Ding, aber ein Isogriffo schon. Das ist ein toller Wagen hier. Großer Wurf. Bizzarini hat sich ja später selbstständig gemacht, der war ja beteiligt an der Konstruktion dieses Autos und hat dann die weltberühmten Bizzarini konstruiert. Die gibt es heute auch, die kosten 1 Million und mehr. Ja, was den Spritverbrauch angeht, also so ein Auto wird je nachdem, wie man ihn fordert, ich schätze mal zwischen 15 und 20 Liter liegen. 8-Zylinder V8 Corvette, den könnt ihr nicht mit 8 Litern fahren, das geht einfach nicht. Aber so ein Wagen bewegt man ja nur wenige 1000 Kilometer im Jahr. Das fällt dann auch nicht so ins Gewicht. Kommt ja darauf an, so einen Wagen zu besitzen, mit dem Wagen auch echt Freude zu haben. Ihr kennt ja unser Motto, Cargold, Freude am Auto. Und das ist auch wieder so ein Wagen, mit dem hat man wirklich richtig Freude. Toller Wagen, tolles Fahrgefühl, tolles Sitzgefühl. Also das macht einen stolz, sowas bewegen zu können. Wahnsinnig elegant. Und für so einen Wagen wird es immer weltweit Liebhaber geben. Das ist ein Auto für den Weltmarkt. Und deswegen, wenn man überlegt, 300 Fahrzeuge verteilt auf dem Weltmarkt, da sind die wirklich selten. Das ist also eine echte Rarität, kann man sagen. Und als Vorserienauto, als Prototypo 365 GL
ist der sowieso eine absolute Rarität. Oh, fährt schön, macht Spaß zu fahren. Auch die schöne Servolenkung, also er fühlt sich total leicht an. Man hat immer genügend Druck durch die V8, durch die 8-Zylinder-Maschine. Schaltet sich gut, bremst gut, hat genug Power. Ja. Technisch ist er gut gemacht und der rauscht auch ganz gut ab. So, guck mal hier, wie das abgeht. Also das macht schon Spaß hier. Den hätte ich gerne mal auf der Autobahn oder auf einer super Landstraße bewegt. Das ist ein Auto, was richtig Freude am Fahren und Freude am Auto macht. Also 100%ig. Toller Wagen. Toller italienischer Supersportwagen. Kann ich nur empfehlen. Tolles Auto. Wer so ein bisschen Geld über hat, sagt, ich möchte eine gute Geldanlage machen, möchte sicher haben, mein Geld in einem besonderen Auto, was man nicht gleich an jeder Stelle sieht, ist der Iso-Grifo genau das richtige Auto. Und der Wagen ist halt sehr schick, nicht? Hat übrigens auch einen FIFA-Pass, der ist auch mit dabei. Also er ist mit allem ausgestattet, was es braucht. Auch ein schönes Lenkrad, also ganz toll gearbeitet, ist praktisch neuwertig. Ganz edel gemacht, fasst sich auch gut an. Ja, liebe Mitfahrer, liebe Freunde, wir sind mal wieder am Ende dieser schönen Probefahrt. Tolles Auto, wie gesagt, wir müssen noch einen richtigen Weg suchen in Hamburg, den werden wir auch bald finden, wo wir ein bisschen mehr Stoff geben können, wo ein bisschen mehr Grün ist. Das ist am Flughafen ein bisschen schwierig, meistens viel Verkehr, aber bleibt uns treu, wir versuchen es immer besser zu machen. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan Luftschitz und tschüss aus Hamburg.